Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen in Österreich unterwegs. am Tiersee bei Kufstein, um genau zu sein. Ja, wir sind hier für ein paar Tage auf dem Campingplatz abgestiegen und machen hier jetzt eine kleine feine Runde, nämlich beginnend ab dem Tiersee über das Dreibrunnenjoch bis zum Stimmersee und wieder zurück. Sind so 8,5 Kilometer, 350 Höhenmeter. Ja, Eine schöne Runde, um sich nach der langen Winterpause jetzt wieder mit dem Bergwandern ein bisschen anzufreunden. ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Startpunkt unserer Wanderung war direkt am Campingplatz am in malerischer Bergkulisse gelegenen Tiersee. Hier seht ihr eine interessante Abwandlung einer Kräuterspirale, den Kräutermensch. Dieser zeigt, in welchem Bereich welche Leiden mit den einzelnen Kräutern behandelt werden können. Nach einem kurzen Stück am See entlang bog unser Weg ab und wir wanderten Richtung Anstieg zum Dreibrunnenjoch. Da es noch bis kurz vor unserer Wanderung geregnet hatte, waren wir dick in Regenkleidung gehüllt und der Weg unter uns nass und rutschig. Der steile Anstieg zum Zwischenziel Dreibrunnenjoch war somit kein allzu leichtes Unterfangen. Letzten Endes war es aber geschafft und es ging etwas einfacher auf breitem Forstweg voran bis zum Dreibrunnenjoch. Die Kaulquappen freuten sich sicher über das seit Tagen feuchte Wetter. ja, da sind wir angekommen auf dem Dreibrunnenjoch, unserem höchsten Punkt der Tour. Jetzt geht's runter zum Stimmersee und auf dem Rückweg kommen wir hier gerade noch mal durch. Gefährliches Gefälle. Worauf wir uns hier wohl einstellen müssen? Auf den breit geschotterten Forstweg, wie ihr seht. Das Gefälle war in der Tat auf dem Untergrund etwas unangenehm zu laufen. Nach kurzer Strecke aber bog unser Weg links vom Forstweg ab und es begann der abenteuerliche Abschnitt hinab zum Stimmersee. Also ich kann euch sagen, bei dem Nassen, die Wurzeln hier hinten, saurutschig. Ich hab's drauf. Anne und die Schadenfreude hinter der Kamera. Nun, glücklicherweise ist beim weiteren Abstieg nichts passiert und wir machten uns an die Umrundung des Stimmersees. Der Stimmersee lag nicht weniger malerisch zwischen den Bergen als der Tiersee,
hatte aber einen vollkommen anderen Charakter. Während der Tiersee ein weitgehend freies Ufer hat, stehen rund um den Stimmersee Bäume dicht an dicht, was dem glasklaren Wasser eine fantastisch grüne Farbe verleiht. Ab und an hatte man aber Gelegenheit, ungehindert auf den See hinauszublicken. Sogar eine Planke hat es am See. Und Anne ging natürlich gleich, natürlich nur drauf und nicht drüber. Nicht wackeln, bloß nicht wackeln. Ja. Es ist nicht so ohne. Man darf die Kontrolle hier nicht verlieren, weil er wackelt auch. Es ist doch ganz nett, wieder hierher zu kommen. Ganz geheuer war es ihr dann wohl doch nicht gewesen. Aber sie ist ja wieder auf dem richtigen Weg zurückgekommen. Im klaren Wasser konnten wir übrigens den ein oder anderen Fisch erspähen. Nach der Umrundung ging es wieder auf dem gleichen Weg zurück, auf dem wir zuvor zum See hinabgestiegen waren. Also zurück zum Dreibrunnenjoch und dann weiter zum Tiersee. Die Umrundung des Tiersees war dann eher ein lockeres Auslaufen bzw. ein schöner Seespaziergang. Auf breit geschottertem Weg konnten wir so entspannt die schöne Kulisse bewundern. Unsere heutige Route liegt in Tirol unweit von Kufstein am Rande der Brandenberger Alpen. Wir starteten am Rande des Tiersees und wanderten über das Dreibrunnenjoch zum Stimmersee.
Dieser wurde umrundet und sodann ging es für uns auf demselben Weg über das Dreibrunnenjoch zurück zum Tiersee. Ja, das war sie gewesen, unsere kleine Runde vom Tiersee zum Stimmersee und wieder zurück. Ja, Anne, wie war sie gewesen? Ja, es war wie erwartet eine sehr schöne Einstiegsrunde wieder ins Bergwandern. Wir hatten schmale Pfade, wir hatten steilere Stellen, wir hatten viel Wurzelwerk und ein bisschen felsigen Untergrund. Ja, auch wenn es auf der Tour nicht ganz so hoch hinausging, es hat schon einen gewissen Anspruch gehabt, gerade aufgrund dessen, dass es auch bis heute Mittag geregnet hat. Ich meine, gut, jetzt kommt die Sonne raus, aber nichtsdestotrotz, es war gerade mit den Wurzeln in den Felsen doch sehr schmierig gewesen. Was wiederum auf der Tour dann aber auch sehr schön war. Waren auf jeden Fall die beiden Seen, um die wir herumgelaufen sind. Die haben eine wunderschöne Farbe gehabt, der eine sogar mit dicken Fischen drin. Sehr idyllisch, da drum rumzulaufen auf jeden Fall. Ja, also insgesamt hat die kleine Runde sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann hoffen wir, ihr hattet auch Spaß dabei, uns zu begleiten. Wir laufen jetzt die letzten paar Meter noch. Genau, wir müssen den See nämlich noch umrunden. Und dann war es das von uns für dieses Mal. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir euch bei der nächsten Tour wieder. Ja, kleine Ergänzung noch zum Thema Schwierigkeit. Hat man ganz vergessen zu erwähnen. Aber ihr habt es im Video bestimmt auch schon gesehen. Der Schluss des Weges hier um den Tiersee rum ist, wie man hier noch sehen kann, breit. Schöner Spaziergang. Ein schöner Spaziergang, sprich breiter geschotterter Weg, den wir jetzt noch entspannt zurücklegen. Lockeres Auslaufen. Und dann war es das jetzt aber von uns.